Leute, alle mal herhören! Das Warten hat ein Ende! Endlich geht's hier mal los, Freunde! Sport an! Alrighty sind Leute und damit herzlich willkommen zu einem Shakes and Fidget Video von mir und Basti, frisch nach dem Sport. Ich sehe gar nicht mehr so fertig aus, wie ich, also ich bin noch nicht mehr so fertig. Ich habe auch gerade eigentlich eine Aufnahme fast beendet gehabt und plötzlich ist hier alles abgestürzt. Das habe ich noch nie gehabt, die Fehlermeldung bei OBS. Ich probiere es jetzt nochmal. Macht auf jeden Fall Sport, Leute. Das ist wichtig. Nicht nur aus jetzt rein gesundheitlichen Gründen körperlicherseits, also Fitness, Gesundheit, sondern auch mentalerseits. Ja, wir haben in meinen Livestreams ein bisschen auch drüber gesprochen, dass ich jetzt auch Ende letzten Jahres auch nochmal eine kleine persönliche Entwicklung genommen habe, Veränderungen an mir, was auch immer vorgenommen habe, an die man auch ständig weiterarbeiten muss. Und Sport ist halt mit die sinnvollste Möglichkeit, Freizeit, die man hat, in guter Manier zu nutzen, um eben sein körperliches und mentales Wohl halt zu stützen. Ja, es ist ein Hobby. Es gibt so viele Sportarten, ist vollkommen egal, was für eine Sportart. Eine, die euch halt Spaß macht, ja, und eine, die euch in euren Zielen weiterbringt. Und ja, so war ich jetzt das erste Mal im Jahr laufen, weil ja, Fußball liegt natürlich weiterhin an, wenn auch erst ab März bei uns aktiv. Aber es gibt die ein oder anderen Hallenturniere und ich will mich darüber natürlich auch fit halten, für die Rückrunde mich vorbereiten. Und jetzt war ich aber auch ein paar Tage ein bisschen kränklich und hatte auch tatsächlich Lust, mal wieder mehr ungesund zu essen und zu trinken. Und ab heute ist es halt wieder vorbei. Das heißt abends, vor allen Dingen abends, ich versuche eigentlich fast den ganzen Tag über, aber vor allen Dingen abends keine Süßgetränke mehr. Nicht mehr so viel ungesund zwischendurch auch essen, sondern ordentlichere Mahlzeiten, auch ein bisschen gesünder. Und das eben mit relativ aktivem Sport. Bei mir sieht es so aus, dass ich 2-3 Mal die Woche entweder Fußball spielen oder joggen will. Das ist so mein Pensum. Das reicht auch aus. Und ja, solltet ihr auch machen. In den Streams haben wir auch darüber gesprochen, dass der Vacation-Mode nicht kommt. Und da war ich ein bisschen verdutzt, weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass es anscheinend wirklich gestrichen wurde. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen auf den Vacation-Mode gefreut. Und alles, was ich jetzt sage, ist so rein aus dem Kopf raus, weil ich keinerlei Informationen habe, wie der Vacation-Mode mechanisch hätte aussehen sollen und warum er jetzt letztendlich gecancelt wird, außer dass es irgendwie wohl ein Zitat gab, das eine scheiß Idee ist. Vielleicht gibt es noch mehr Infos, die habe ich nicht. Sorry schon mal dafür, aber wie habe ich mir den Vacation-Mode vorgestellt? Wie hätte ich ihn nutzen wollen und warum denke ich, kommt es halt nicht? Vielleicht machen wir die letzte Frage als erstes. Was ja klar war, was angeteasert wurde, zumindest mal, als das Thema aufkam, ist, dass der Vacation Mode über den Adventure-Matic gestützt werden sollte. Und der Adventure-Matic kann ja Pilze füllen, damit die Spieler jetzt, und da bin ich ja sehr häufig davon betroffen, die dann halt mal einen Tag über nicht spielen, dass die ihren pro Tag bis zu 300 Alu aufsparen können und sich dann abholen können. Diese 300 Alu sind dann halt vom XP und Goldwert halt also auf einer Basis. Da gibt es halt gewisse Boni nicht. Das heißt, man macht auf jeden Fall Verluste gegenüber Spielern, die das halt nicht brauchen. Und das ist auch vollkommen okay. Zusätzlich auch, gerade wenn man Expeditionen spielt oder zusätzlich Events sind, diese ganzen Sondergeschichten kriegt man dann halt auch gar nicht. Also es ist eigentlich keine sehr effektive Möglichkeit. Also man braucht ja eh schon lange bei High-Level-Chars, um abzugraden, um hoch zu leveln. Wenn man das nur über eine Adventure-Matic macht, dann noch um ein Vielfaches länger. Das ist jetzt nicht so prall. Also goldtechnisch geht's, verliert man auch, aber ich glaube XP-technisch verliert man noch mehr. Und der Vacation-Mode war für mich natürlich dadurch trotzdem interessant. Ich habe daraufhin auch schon Pilze reingeladen, also die werde ich so oder so mal brauchen wahrscheinlich, aber tatsächlich mehr Pilze aufgenommen, weil ich dachte, wenn der dann mal kommt, würde ich ihn hier nutzen. Aber wenn ein Update, was nur über Pilze gestartet werden kann und dem Spieler erhebliche Vorteile bietet, noch mehr Vorteile als der Adventure-Matic, ist, glaube ich, ein Ding, das kann sich Blaya nicht leisten. Der Aufschrei war wahrscheinlich schon im Hintergrund in der Community so groß, könnte ich mir vorstellen, dass es zu sehr Pay-to-Win unterstützend ist und daraufhin halt nicht so gewünscht ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann eben dieser Rückzug jetzt schon im Vorfeld entstanden ist, weil man halt festgestellt hat, okay, das können wir uns nicht antun. Es ist ja echt schon sehr Pay-to-Win-lastig. Nee, das geht nicht. Also es wäre so meine Vorstellung. Und das wäre auch vollkommen in Ordnung.
Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es trotzdem einen Vacation-Mode gibt, der aber eben nicht über Pilze angesteuert wird, sondern der müsste ganz klar reguliert werden. Zum Beispiel, rein hypothetisch, von der mechanischen, technischen Seite, ich denke, es ist alles irgendwie umsetzbar, wenn man möchte, aber ich habe davon keine Ahnung. Man hätte vielleicht sagen können, das wäre dann auch so mein Vacation-Mode. Oh, ich muss 3 Stunden warten, also Alu kann ich jetzt nicht machen, aber ich kann ja mal Arena-Angriffe machen. Man sagt zum Beispiel, man startet den Vacation-Mode, da kommt schon mal das erste, er muss begrenzt sein. Ja? In der Gesamtdauer sollte er begrenzt sein, da hätte ich mir vorgestellt, zum Beispiel 1 Woche. Ja, also man kann sagen, der Vacation-Mode kann nur 1 Woche dauern und dass man zum Beispiel sagt, dass man nicht 3 Vacation-Modes hintereinander starten kann. Dass es gewisse technische Limitierungen gibt, um die Spieler, also um zu verhindern, dass permanent nur über den Vacation-Mode gespielt wird. Ja, so könnte man zum Beispiel sagen, man macht 1 Woche Vacation-Mode und dann muss man selbstständig eingeloggt und gespielt haben, auch wieder zum Beispiel 1 Woche. Solange wie man den Vacation-Mode genutzt hat, um ihn wieder maximal 1 Woche nutzen zu können. Wäre zum Beispiel eine Idee gewesen. Oder man sagt, in einem Zeitraum von 90 Tagen kann der Vacation-Mode 3-mal genutzt werden für 1 Woche. Wann? Ist egal. Wie auch immer. Ja? So grob hätte ich mir das vorgestellt. Vielleicht ist die zweite Lösung, die ich gerade genannt habe, sogar die bessere, weil der Vacation-Mode natürlich bedeutet, ja, also wir haben den Adventure-Matic, der kann mit 2000 Alu gefüllt sein. Wenn man die jetzt ausgebaut hat wie ich, kriegt man 80 Thirst pro Tag, beziehungsweise 20 Bonus Thirst. Also wenn ich jetzt heute keine Expedition oder Abenteuer spiele, kriege ich hier 320 oder 320 Thirst rein. Also dieser die 11. Alu sozusagen, 20 Alu zusätzlich durch die Verzauberung gibt es ja zum Beispiel gar nicht, ist ja auch ein Verlust. Das heißt, ich hätte dann morgen hier 320 Alu drin stehen. Bei 2000 maximal bedeutet das ungefähr 6 Tage. Also ungefähr 6 Tage lang könnte ich ohne Abenteuer der Expedition zu spielen den Adventure-Matic füllen und mir dann die Boni abholen. Diese 6-Tage-Gap, deshalb komme ich auf 1 Woche bei einer Vacation, dass man natürlich sagt, innerhalb eines Urlaubes, ja, die Chance hat, seinen Char gut zu spielen. Sitting ist seitdem, ich weiß nicht, ob noch viel gesittet wird, seitdem das jetzt alles accountbasiert ist. Also ich selber nutze es jetzt nicht mehr, einfach nur ein bisschen aus, einerseits aus Respekt vor meinem Account, also und andererseits habe ich teilweise gar nicht mehr die Informationen, was ich für Anmeldedaten bei älteren Servern, also bei dem Server zum Beispiel, durchgegeben habe. Das könnte ich mir auch besorgen, aber bin ich zu faul. Und in der Regel kann man ja im Urlaub auch ein bisschen Shakes and Fidget spielen. Aber es gibt zum Beispiel Länder, da hat man einfach keinen 5G. Ich war zum Beispiel in der Türkei oder auch in Griechenland. Wenn man da, also in Türkei ist ganz schlimm, ist ja Roaming, ja. Da muss man aufpassen, da darf man nicht über 5G rein und in Griechenland ging es ohne Roaming, also Roaming kostenfrei sozusagen, aber empfangstechnisch war es teilweise schwierig und über WLAN, ja, hatte ich gutes Internet, aber Shakes and Fidget konnte ich nicht spielen. Ja, wir waren auf Kos zum Beispiel 2 Jahre hintereinander in dem Hotel WLAN und auch in einem anderen WLAN in der Stadt konnte ich Shakes and Fidget nicht spielen. Das hat irgendwelche Hintergründe, keine Ahnung, wird irgendwas geblockt. Das konnte ich nicht zeitnah mit Blaya klären und das ist vielleicht auch nicht überall im Land so, aber das weiß ich und auf meinem Main-Char ist es mir ja persönlich wurscht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vorhätte, nochmal einen Char wirklich langfristig durchzuspielen, dann wäre für mich der Vacation-Mode sehr, sehr willkommen gewesen, denn der Vacation-Mode hätte ja technisch mehr oder bessere Ergebnisse erzielt als der Adventure-Matic. Also vielleicht hätte der Vacation-Mode ganz normal die Abenteuer gespielt mit den Boni, hätte vielleicht noch eine Stadtwache reingemacht, hätte vielleicht auch irgendwo im Glücksrad und beim Würfelspieler was machen können, vielleicht bei den Petfights. Also bei allen Funktionen, die XP oder Gold noch mit sich bringen, hätte er je nach Einstellung wahrscheinlich vielleicht ein besseres Ergebnis für den einzelnen Char bezogen. Und da kommen wir zum Thema. Wenn das über Pilze nur möglich ist, dann ist eben das Thema riesig, nee, das ist viel zu krass für die Pay-to-Win-Spieler, dann haben die Free-to-Play-Spieler ja gar keine Chance mehr aufzuholen nee, dann riesiges Drama.
Deshalb hätte ich gesagt, anstelle, dass man Pilze in den Adventure-Matic gibt, die kann man ja lassen. Na, für die Spieler, die sagen, ich logge mich täglich ein, spiele aber nicht die Abenteuer oder die Expedition, sondern will halt das nur darüber nehmen, die können ja hier ihre Pilze reinschlägen. Aber die den Vacation-Mode nutzen, hätten möglicherweise die Bedingung, dass sie 15% weniger XP oder Gold bekommen, als wenn sie im Schnitt die Expedition selbstständig spielen. Das heißt, man kriegt zwar alle Boni, aber es wird dann im Prinzip nochmal ein gewisser Wert von 10 oder 15% abgezogen und man hätte nur einmal Stadtwache pro Tag und man hätte nur vielleicht einmal Festungsangriffe pro Tag, einmal Abholung der XP, was auch immer, pro Tag im Vacation-Mode. Also alles im Vacation-Mode, nur maximal vielleicht einmal. Das ist je nach Situation im Spiel, je nach Level auch ausreichend. Natürlich zum Serverstart nicht unbedingt. Aber der Vorteil wäre für den Spieler mit Vacation Mode, dass sein Char deutlich besser gespielt wird als nur über ein Adventure-Matic. So. Und das halt ohne Pilze. Das hätte bedeutet, wenn man auf 10 bis 15% während des Vacation Modes verzichtet an XP und Gold in allen Funktionen, also in der Stadtwache, ne, der Wert, bestes Beispiel, ich gehe mal auf einen anderen Char, ne, wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, sehen wir jetzt hier nicht, weil wir in der Expedition sind, gehen wir mal auf eine Quest. Ja, ist ja wurscht. Ja, also, ne, da hätte jetzt hier gestanden als Beispiel 2 Minuten Quest, 566.000 XP, ja, mit diesen ganzen Boni, ne, und dann aber unten nochmal abzüglich 10 oder 15% Vacation Mode. Genauso bei Gold. Also das heißt, hier würden jetzt 56.000 ungefähr abgezogen werden. Wir hätten also nur 510.000 XP ungefähr bekommen für diese Quest. Und das halt die ganze Alu durch. Dadurch hätten aber sowohl Free-to-Play-Spieler als auch Pay-to-Win-Spieler die Chance gehabt, den Vacation-Mode zu nutzen, insgesamt den Char besser zu spielen über einen Zeitraum, wo sie zum Beispiel im Urlaub sind und da definitiv keine Zeit oder Lust haben, in Shakes and Fidget reinzukommen, ohne dass sie halt aber Angst haben, ganz krass den Anschluss zu verlieren. Also was der Vacation-Mode vielleicht dann nicht mehr ist, wie Pets auch entsprechend finden und sowas, also ich denke, das wird dann immer komplizierter, deshalb rede ich wirklich nur von den Basisroutinen-Sachen, die halt irgendwo Gold oder XP auch bringen, die sinnvoll sind, oder halt den Char auch wesentlich verbessern. Da hat man ja, glaube ich, gar keine Ahnung gehabt, wie überhaupt der Vacation Mode hätte aussehen sollen. Aber so ungefähr hätte ich mir das vorgestellt und würde mir nach wie vor wünschen, weil dann alle Spieler was davon hätten. Ich hätte zum Beispiel den Vacation Mode dann immer mal genommen, wenn, klar, ich spiele ja gerne neue Server, ist ja kein Problem, habe auch das Sponsoring, das hilft, trotzdem bezahle ich auch zusätzlich Pilze, also auf EU17 habe ich auch, glaube ich, 28k Pilze, also das sind ja alles Pilze, die ich gekauft habe, weil ich zum Serverstart wirklich gut reingespielt habe und auch Pilze reingebuttert habe, so ein Legi-Dungeon und dann war ich halt weg vom Fenster und das ist okay, ich habe das Geld investiert, kein Problem, der Char ist jetzt bei weitem nicht so, wo er hätte sein können, stört mich nicht, Playa hat was davon, ich hatte trotzdem ein bisschen Content und jetzt versuche ich vielleicht noch bis zum Elevator weiterzuspielen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Serverstart spiele, dann hätte ich vielleicht auch den Vacation-Mode, in welcher Form auch immer, dann dafür genutzt, um in diesen 3 Tagen zum Beispiel auch meinen Main-Char in den Vacation-Mode zu legen, um zu wissen, okay, ich muss da keine Zeit und Klicks investieren. Ich weiß, mein Char ist zu 85% gut gespielt oder sagen wir mal zu 75%, auf jeden Fall besser als nur über ein Adventure-Matic. Also auch zum Beispiel wegen Gildenfights, ne? dass der einen in die Gildenfights anmeldet und so. Das ist ja dann für die Gilde auch gut. Und damit hätten auch Free-to-Play-Spieler vielleicht viel mehr Chancen oder auch Lust, auch mal einen Zweit-Char nochmal zu spielen oder einen Dritt-Char mit dem Wissen, okay, im Zweifel kann ich einen Char oder 2, also pro Char in gewisser Weise den Vacation-Mode nutzen, um dann etwas Zeit für was anderes zu haben. Und so hätte ich es mir vorgestellt. Also wie gesagt, das ist so meine Traumvorstellung von einem Vacation-Mode. Das würde mir persönlich als Pay-to-Win-Spieler auch sehr gut in den Kram passen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass ich auf dem Main-Char eigentlich kaum noch Pilze selber kaufe. Das ist dem Sponsoring geschuldet. Ich würde lieber das Sponsoring auf meinem Main-Char wegnehmen lassen und dafür einen Vacation-Mode haben, der halt 10-15% von maximal möglichen oder vom Durchschnittsmöglichen, wie auch immer, abzieht. Das wäre für mich sehr viel sinnvoller. Da würde ich lieber alle 2 Monate mal 50 € in den Char investieren, was auch immer, um so die Basispilze, die man braucht zum Blättern und so von Tränken und keine Ahnung, eigentlich bräuchte ich nicht mehr Tränkeblätter. Ich habe so viele, ich habe gar keine Lust, den Juicer zu benutzen, weil ich einfach
Okay, na gut, es geht eigentlich relativ einfach. Ich müsste es wahrscheinlich mal machen. Aber ich habe halt so viele, Früchte, also ich müsste eigentlich gar keine Tränke blättern. Zumindest nicht die Geschick- und Ausdauertränke. Und keine Ahnung, das sind Gedanken, die wollte ich jetzt mal loswerden. Jetzt gehe ich aber mal duschen und bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, Rededrang ist geil. Ich habe jetzt 2 Tage gestreamt, Shakes and Fidget oder auch andere Spiele, aber also ich würde liebend gerne häufiger streamen, aber es geht nicht. Ich bräuchte irgendwo ein Hotelzimmer, wo ich zum Stream hingehe und dann wieder zurück nach Hause, weil das hört man halt in der Wohnung überall und ich selber fühle mich auch nicht so wohl, wenn ich mich dann halt leiser verhalten muss oder leiser reden muss, weil ich halt auch emotional bin und wenn ich reden will und was geil finde, dann will ich es auch zeigen. Gerade ist keiner da, deshalb kann ich es machen, ja? Sonst käme schon jemand und hätte mir eine geklatscht. Nein, so ist es nicht, aber es geht halt nicht, ja. Dementsprechend muss ich dem Tribut zollen, aber habe ja mein Thema losbekommen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.